kommen wir direkt zum ersten Video und ich würde sagen, let's go. Rabbi Yitzhak Kaduri was a Kabbalist who lived from 1898 to 2006. Und das ist halt dieser Yitzhak Kaduri, der gelebt hat von 1898 bis 2006 und es ist ein sehr, sehr bekannter Rabbiner gewesen in Israel. He was considered one of the leading authorities on Jewish mysticism Und er war tatsächlich einer der führenden Köpfe, wenn es um den Mystizismus im Judentum geht. and had millions of followers around the world. Millionen von Nachfolgern auf der ganzen Welt. He was also known for his prophetic visions and predictions, Und er war auch bekannt dafür für seine prophetischen Visionen und Vorhersagen. which he often wrote down on small notes and sealed in envelopes. Und er hat das alles so niedergeschrieben. One of his most famous predictions was made in 1997 when he said that he had met the Messiah in a vision and that he would reveal his name Einer der bekanntesten Visionen war tatsächlich, die er niedergeschrieben hat, die von 1997, wo er angeblich den Messias gesehen hat. after his death. He Aber er hat gesagt, er würde das enthüllen erst nach seinem Tod. also said that the Messiah would not come until after Ariel Sharon. Und er hat auch damals prophezeit, dass dieser Messias nicht kommen würde, bevor dieser Ariel Sharon sterben würde. Who was then the prime minister of Israel, had passed away. Und der war halt Premierminister in Israel gewesen und der ist tatsächlich gestorben. In 2004, Kaduri wrote down the name of the Messiah on a note and instructed his followers 2004 hat dann dieser Kaduri tatsächlich den Namen des Messias niedergeschrieben. to open it 1 year after his death. Und man sollte das aber erst aufmachen, er hat es sozusagen verborgen, erst ein Jahr nach seinem Tod sollte man das aufmachen. He died in 2006, and in 2007, his followers opened the note and were shocked by what they saw. 2006 ist er dann gestorben und 2007 haben dann seine Nachfolger das geöffnet. The note read, "He will raise the people and confirm that his word and law Und dort stand halt drin, er wird die Leute so aufstehen lassen, so nach dem Motto, und er wird bestätigen, dass sein Wort und sein Gesetz wahrhaftig sind. are standing." This sentence seemed cryptic and meaningless Und dieser Satz, der dort stand, das war so kryptisch, so verschlüsselt. until someone noticed that if you take the first letter of each Hebrew word, Bis irgendjemandem aufgefallen ist, dass wenn du jedes einzelne Wort des Hebräischen, also jeden einzelnen Wort, nein, sorry, wenn du jedes einzelne Buchstabe, ja, von einem hebräischen, also von dem hebräischen Alphabet, sorry, nimmst, dass da etwas rauskommt. you get the name Yahushua, Und da kam auf einmal raus Jeschua, which is another form of Yeshua, was eine andere Form von Jeschua ist. which is Hebrew for Jesus. Und steht hebräisch für Jesus. This caused a huge controversy among Kaduri's followers, many of whom refused to accept that he had named Jesus as the Messiah. Und einige, die waren total verwirrt, die dachten sich, okay, meint er jetzt Jesus oder wie? Some claimed that the note was forged or tampered with, while others said that Kaduri had fallen into a trap set by Satan. Also auf jeden Fall entbrannten sozusagen wilde Diskussionen, was er wohl jetzt damit meinte. Einige meinten sogar, ging so weit, dass sie sagen, ja, der war vom Teufel verführt worden. However, some of Kaduri's followers did believe that he had indeed named Jesus as the Messiah, Und einige gingen sogar so weit, dass sie gesagt haben, ja, er meinte tatsächlich Jesus Christus wahrscheinlich als Messias. and they converted to Christianity as a result. Und als Ergebnis sind diese Nachfolger sogar zum Christentum konvertiert, zu Jesus gekommen. They also claimed that Kaduri had told them in private that Jesus was the Messiah before he died. Und angeblich haben einige seiner Nachfolger tatsächlich gesagt, dass Kaduri ihnen gesagt hat, dass Jesus Christus der wahre Messias ist. But there was another prediction that Kaduri made that is Aber es gab eine andere Vorhersage, die Kaduri gemacht hat. relevant to our topic today. According to Rabbi Shmuel Shemili, a follower of Kaduri, Kaduri had always maintained that Netanjahu would serve a very long time as prime minister and that after his term in office, the Messiah would arrive. Und Kaduri hat damals auch prophezeit, dass Netanjahu eine sehr, sehr lange Amtszeit haben wird, was tatsächlich sich bestätigt hat, und dass der Messias nach seiner Amtszeit kommen wird. This prediction seems to have come true, as Netanyahu has served as prime minister for a total of 15 years, Und tatsächlich scheint diese Vorhersage in Erfüllung gegangen zu sein, weil Netanjahu tatsächlich schon mittlerweile über 15 Jahre an der Macht ist. making him the longest serving leader in Israel's history. Und er ist damit tatsächlich in die Geschichtsbücher von Israel eingegangen, weil er der am längsten amtierende Ministerpräsident ist. He was first elected in 1996 and served until 1999. Erst wurde er gewählt 1996, dann hat er bis 1999 gedient. Then he returned to power in 2009 and served until 2021, Dann kam er wieder zurück 2009 und hat dann bis 2021 war er im Amt wieder. when he was ousted by a coalition led by Naftali Bennett.
Damals die Koalition mit Naftali Bennett. However, in a surprising turn of events, Netanyahu managed to regain power in November 2022 after Bennett's coalition collapsed due Und nachdem diese Koalition eben also kaputt gegangen ist, nicht funktioniert hat, kam er dann halt eben wieder an die Macht November 2022. to internal disputes. Netanyahu formed a new government with his allies and became prime minister again. Und er hat dann wieder eine neue Regierung geformt und ja, wurde wieder Prime Minister. Also, genau. This means that Netanyahu is still in office at the time of making this video, and according to Kaduri's prediction, he will be the last prime minister before the Messiah Und comes. jetzt stopp, jetzt wird's interessant. Laut Kaduris Prophezeiung wird Netanyahu der letzte Premierminister sein, bevor der Messias kommt. Überleg mal, in was für einem Endzeitpunkt wir sind, hallo? Überleg mal. Und wir sind Zeugen, du und ich, wir sind Zeugen. Überleg mal, also in was für einer Zeit wir leben. Es ist total heftig. But Kaduri was not the only one who predicted this. Und Kaduri war nicht der Einzige, der das prophezeit hat. There was another influential rabbi who said something similar. Es gab sogar einen anderen, sehr, sehr einflussreichen Rabbiner, der das ähnlich gesagt hat. Rabbi Menachem Schneerson. Rabbi Manim Schneerson. Rabbi Menachem Schneerson was the leader of the Chabad Lubavitch movement, Also er war auch ein Leader, ein Führer einer sehr bekannten Bewegung im Judentum. branch of Hasidic Judaism that emphasizes messianic expectations and outreach. Und in dieser Bewegung ging es tatsächlich eben sehr stark um den kommenden Messias. He lived from 1902 to 1994 Und er lebte von 1902 bis 1994. and was considered by many of his followers to be the Messiah himself. Und von einigen seiner Nachfolger wurde er sogar als der Messias höchstpersönlich gesehen. Schneerson was also known for his prophecies and miracles, which he performed in front of thousands of people. Und er ist sogar bekannt für seine Prophezeiungen und Vorhersagen, für die Wunder, die er getan hat, also gegenüber von tausenden Leuten, die es gesehen haben. He was also a strong supporter of Israel and encouraged his followers to settle in the land and prepare for the redemption. Und er war auch ein sehr, sehr starker Anhänger Israels, Supporter Israels und hat die Leute dazu ermutigt, im Land zu bleiben und sich vorzubereiten für die Zeit, die kommen würde. One of his most notable prophecies was made in 1991 Einer seiner bekanntesten Prophezeiungen wurde gemacht 1991, when he said that the Messiah was already here and wo er sogar gesagt hat, überleg mal 1991, dass der Messias schon hier ist that he would be revealed soon. und er würde sehr, sehr bald offenbart werden. He also said that the world was on the verge of a great war, Und er sagte damals auch, dass die Welt kurz vor einem sehr, sehr großen Krieg ist. which would be followed by a great peace. Was danach, und nach diesem großen Krieg, wird dann Frieden folgen. He also said that the Messiah would come from the house of David Und er hat auch damals schon prophezeit, dass der Messias vom Haus Davids kommen wird. and that he would be a descendant of King Solomon and the Queen of Sheba. Und dass er eben ein Nachfahre von König Salomon sein wird und von der Königin Shiva. He also said the Messiah would be a great leader who would unite all the Jews and bring peace to the world. Und er hat auch gesagt, dass dieser Messias jemand sein wird, der die jüdische Welt vereinen wird und der Frieden bringen wird. But there was one more thing that Schneerson said that is relevant to our topic today. Aber es gibt eine sehr interessante Sache, die er damals gesagt hat, die was mit heute zu tun hat. According to Rabbi Chaim Cohen, a follower of Schneerson, Schneerson had predicted that Netanyahu would be the last prime minister before the Messiah's arrival. Und in Anbetracht eines Rabbiners, der Nachfolger von diesem Typen ist, von diesem Schmieder oder wie der heißt, dieser Rabbiner hat gesagt, dass Netanyahu der letzte Prime Minister sein wird vor dem Ankunft des Messias. This prediction was made in 1990, Und 1990 wurde diese Prophezeiung gemacht, when Netanyahu was serving as Israel's ambassador to the United Nations. wo Netanyahu eben schon als Botschafter war bei den Vereinten Nationen. Schneerson met with Netanyahu and told him that he had a very important mission to fulfill in Israel. Und dieser Schmierson hat halt damals, Netanyahu ist er begegnet und hat ihm gesagt, dass er eine sehr, sehr wichtige Mission hat. He also told him that he would become prime minister and that he would pave the way for the Messiah. Und er hatte ihm damals sogar schon prophezeit, dass er Prime Minister werden würde und dass er damit den Weg für den Messias bereiten würde. Schneerson then gave Netanyahu a blessing and said, "You will be there, you will assist, you Und er hatte ihm damals dann noch seinen Segen gegeben, so nach dem Motto, du wirst dort sein, du wirst will assistieren do everything possible to hasten his coming." und du wirst alles Mögliche in deiner Macht tun, um seine Ankunft vorzubereiten. This prediction also seems to have Überleg mal, Netanyahu sieht sich also als einen Johannes den Täufer. Überleg mal, wie heftig das ist. Er sieht sich als einen Johannes den Täufer. Das ist in seinem Mindset.
Immer wenn du